Sorge für dich, als wärst du die Liebe deines Lebens. Dieses wunderschöne Zitat von Songpoetin Clara Luise erinnert uns daran, wie wichtig es ist, uns selbst in der Hektik des Alltags nicht zu vergessen. Neben all dem Stress in der Arbeit, den Projekten, den Visionen, die wir haben, auch immer wieder dahin zu schauen, wie es uns eigentlich dabei geht, was wir brauchen, um wirklich glücklich zu sein, was wir für uns selbst tun können, um unser Leben bestmöglich zu gestalten. Mein Name ist Kerstin, ich bin Psychologin bei InstaHelp und in diesem Video zeige ich dir, was du selbst tun kannst, um dir Gutes zu tun. Du denkst vielleicht, du brauchst ein Luxus-Spa, um dir wirklich etwas Gutes zu tun, oder du brauchst viel Geld, um dir Dinge anzuschaffen, die dir richtige Freude bereiten. Nein, wahre, liebevolle Selbstfürsorge kostet meistens überhaupt nichts, sondern erfordert die Zuwendung zu dir selbst. Du hast vielleicht Angst, ein Egoist oder eine Egoistin zu sein, wenn du dich selbst manchmal in den Mittelpunkt drückst. Aber bedenke, in Wahrheit ist es doch viel egoistischer, wenn du dich selbstständig unter den Tisch kehrst und damit weder für dich noch für dein Umfeld ausreichend Kraft hast, um alle Herausforderungen gemeinsam zu bestreiten. Self-Care steht für Selbstfürsorge. Dafür hinzuschauen, wie es dir geht und was du brauchst, damit du dich in deinem Leben wohlfühlst. In unserem Alltag kann es schon mal passieren, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse vollkommen vergessen. Kurzfristig ist das auch gar nicht schlimm. Langfristig merken wir das allerdings dann, wenn sowohl unser Körper als auch unser Kopf streikt. Wenn wir Schmerzen bekommen, wenn wir krank werden, wenn wir nicht mehr ausreichend Kraft haben, um unseren Alltag meistern zu können. Wir unterstützen dich, dass es gar nicht erst so weit kommt. Dabei geht es nicht darum, dass du selbstständig der Mittelpunkt deines Universums sein sollst. Es geht darum, dass du Kraft tankst für dich und für dein Umfeld. Nicht um die beste Version von dir selbst zu machen, sondern um die beste Version für dich selbst zu werden. Wir haben ein umfassendes Konzept entwickelt, um das Beste für dich aus deinem Leben herauszuholen. Dabei geht es hauptsächlich um 3 Bereiche: das Mindset, deine Beziehungen sowie deine körperliche und mentale Fitness und deine Body Positivity. Die spannendste Reise im Leben ist die zu dir selbst. Die Grundeinstellung, die wir uns selbst und unserer Umwelt gegenüber haben, trägt einen großen Teil dazu bei, wie wir uns fühlen. Bist du jemand, der immer das Haar in der Suppe findet und ständig auf der Suche nach Fehlern ist? Oder bist du eine Person, die selbst in den größten Schicksalsschlägen einen kleinen Funken Hoffnung sucht? Bist du eine Person, die sich über Reichtum und Luxus definieren möchte? Oder jemand, dem es eher darum geht, Abenteuer und Leidenschaften im Leben zu finden? Ein positives Mindset ist eine absolute Grundvoraussetzung für unsere mentale Gesundheit. Die Basis dafür ist es, ganz genau zu wissen, wer du eigentlich bist und was du im Leben erreichen möchtest. Wenn du dich mit deinem Mindset beschäftigst, dann solltest du dich vor Fragen stellen wie: Was ist eigentlich dein großer Traum im Leben? Was ist deine Vision? Was möchtest du unbedingt erreichen? Wo liegen deine Stärken, die du auf diesem Weg einsetzen kannst? Und wo hast du vielleicht Schwächen, die du einfach akzeptieren musst? Auf wen oder was kannst du dich im Leben immer verlassen? Was und wer schenkt dir die Kraft, auch schwierige Situationen meistern zu können? Wie findest du Motivation, Inspiration und Leidenschaft, um deine Ziele stets zu verfolgen? Lerne dich selbst kennen und finde deine persönlichen Antworten auf diese Fragen. Nur wer sich selbst liebt, kann auch die Liebe anderer annehmen. Wenn wir über Self-Care sprechen, dann geht es natürlich nicht nur darum, uns permanent um uns selbst zu drehen. Es geht auch darum, dass wir das, was wir lernen und was wir an Kraft tanken, an andere weitergeben können, dass wir damit einen wertvollen Teil auch für unsere Gemeinschaft leisten. Aus der Psychologie wissen wir, dass gute Beziehungen einen wesentlichen Teil zu unserer mentalen Gesundheit beitragen. Dabei geht es nicht darum, dass du zu deiner nächsten Geburtstagsparty 100 unterschiedliche Personen einladen kannst. Aber es geht darum, dass du weißt, welche Person du morgens um 3 Uhr anrufen kannst, wenn du dich gerade nicht gut fühlst. Wenn du dich mit deinen Beziehungen und deiner eigenen Beziehungsgestaltung beschäftigen möchtest, dann könntest du dir folgende Fragen stellen. Was brauchst du eigentlich selbst und was erwartest du dir von einer guten Beziehung? Was magst du eigentlich an dir selbst und was glaubst du, was andere an dir schätzen? Kannst du dich auf eine Beziehung einlassen? Und was macht für dich überhaupt eine glückliche und gute Beziehung aus?
Welche Rolle spielt dabei Ehrlichkeit, Treue oder Sexualität? Wo beginnt für dich eine toxische Beziehung? Wo möchtest du Grenzen setzen und ganz klar und deutlich Nein sagen? Wie fühlst du dich in deinem Familienverband? Fühlst du dich in deiner Rolle wohl? Erst wenn du dich selbst liebst, kannst du auch die Liebe anderer Personen zulassen. Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Leidenschaft. Self-Care bedeutet nicht nur, auf die Dinge zu achten, die uns gerade Spaß machen oder die uns gerade gut tun. Selbstfürsorge heißt auch, liebevoll, achtsam und gut mit unserem Körper umzugehen. Genau hinzuspüren, wie es uns eigentlich geht und was unser Körper braucht, um gesund, fit und vital zu sein. Bewegung, ausgewogene Ernährung und unsere mentale Stärke und Fitness spielen hier eine entscheidende Rolle. Schmerzen und Missempfindungen ernst zu nehmen und auch rechtzeitig zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Weitere wichtige Aspekte hier sind deine mentale Fitness. Genau zu wissen, wo deine Grenzen liegen, diese Grenzen aber auch dann und wann zu überschreiten und aus deiner Komfortzone auszubrechen. Dazu gehört auch das Thema Schlaf, Erholung und Regeneration, aber auch eine achtsame und ausgewogene Ernährung und der Einfluss dieser Ernährungsweise auf dein Genusserleben und deine mentale Befindlichkeit spielen eine wichtige Rolle. Dein Körpergefühl, eine Form von Body Positivity, eine Liebe zu deinem Körper, unabhängig davon, welches Zielgewicht du gerade anstrebst. Selbstliebe und Selbstfürsorge gehen nicht einfach so nebenbei. Unsere mentale Fitness, unsere mentale Stärke kannst du genauso trainieren, wie du auch deinen Körper und deine körperlichen Muskeln trainieren kannst. Nimm dir ausreichend Zeit dafür. Nimm dir ausreichend Zeit, um gut für dich selbst zu sorgen, um das Beste für dich aus deinem Leben herauszuholen. Wie das konkret aussehen kann? Wie wäre es vielleicht mit einem Kalendereintrag für eine Self-Care-Einheit mindestens einmal in der Woche, wo du ganz genau auf deine Bedürfnisse achtest? Oder vielleicht mit einem kleinen Ritual am Morgen, in dem du einfach 3 Minuten länger im Bett liegen bleibst, in dich hineinspürst und dich fragst, wie geht's mir eigentlich heute? Was brauche ich, damit dieser Tag großartig wird? In der psychologischen Beratung bei InstaHelp können wir über all deine Bedürfnisse sprechen. Wir können ganz genau dahin schauen, was du selbst tun kannst, um etwas Gutes für dich zu tun, um das Beste aus deinem Leben herauszuholen, für dich und für deine Mitmenschen.